Wenn Sie A machen, dann passiert B. Und B ist etwas extrem Schlimmes. Hatten Sie den Gedanken schon mal? Dann sind Sie vermutlich einer kognitiven Verzerrung aufgesessen. Sie blasen etwas extrem auf oder Sie denken in Katastrophenszenarien, vielleicht sogar beides. Passiert uns immer mal wieder. Das sind eigentlich Themen, also Aufblasen, Katastrophenszenarien, das sind eigentlich Themen aus der kognitiven Verhaltenstherapie, die sich meiner Meinung nach aber auch ein Stück weit sehr, sehr gut mit dem Thema Immunität gegenüber Change verbinden lassen. Und in dem Fall reden wir hier über die sogenannte Big Assumption, eine Annahme über die Effekte meines Handelns, die üblicherweise sehr stark aufgeblasen ist, diese Annahme. Die Annahme ist, wenn ich etwas tue, dann passiert etwas anderes. Und das andere ist extrem schlimm. Diese kausale Beziehung, also ich mache A, B passiert, ist natürlich selten rational, sondern die ist in den meisten Fällen irrational. Die stimmt also nicht. Dennoch, muss man sagen, haben wir so viel Angst davor, dass es eintreten könnte, dass wir alleine vor der Möglichkeit zurückschrecken und uns dadurch passiv machen. Wir werden inaktiv, weil wir Angst haben vor den Folgen unseres Handelns. Und auch wenn ich eben gesagt habe, dass die Angst irrational ist, die fühlt sich natürlich sehr rational an und das ist ein großes Problem. Sie ist ein Stück weit natürlich echt. Leider sind diese Annahmen über die Welt nicht nur gefühlt echt, sondern meist auch unbewusst und damit ganz schlecht zugänglich. Damit steuern uns diese Annahmen, die steuern unser Verhalten. Und diese unbewusste Annahme ist meistens eine schlechte Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das, kann man sagen, haben wir entweder selber gemacht oder wir haben sie beobachtet, das, was da so schlecht war. Und die Erfahrung aus der Vergangenheit, die nehmen wir dann in die Gegenwart oder projiziert in die Zukunft und die einzelne Erfahrung wird generalisiert. Es ist also immer so wie in der Einzelsituation, die wir irgendwann, irgendwo einmal erlebt oder beobachtet haben. Mir hat beispielsweise einmal ein Vertriebler erzählt, dass er massive Probleme hat, Kaltakquise zu machen, also neue Kunden zu gewinnen. Und in der Rolle als Mitarbeiter im Vertrieb kann das natürlich problematisch sein. Und um hier das Arbeitsblatt nicht komplett zu bearbeiten, das machen wir später, gehe ich jetzt nur mal auf die Situation ein, die die Big Assumption des Mitarbeiters geprägt hat. Wir haben das versucht rauszuarbeiten. Und er hat mir dann erzählt, er hat selber vor etwa 15 Jahren erlebt, wie ein Kollege von ihm in einem anderen Unternehmen an wirklich alle und jeden verkauft hat, auch in seinen bekannten Freundes- und Familienkreis. Und das fand der Mitarbeiter, mit dem ich gearbeitet habe, Zitat, ekelhaft und übergriffig. Kann man jetzt sehen, wie man will, aber er wollte auf gar keinen Fall so sein. Er hat das dann auch erfolgreich vermieden, so zu werden, allerdings zu dem Preis, dass er gar nichts mehr verkauft hat. Also er ist in ein absolutes anderes Extrem reingesprungen. Wir haben dann mit dieser Big Assumption gearbeitet und versucht, sie zu hinterfragen, da sie offensichtlich ja nicht mehr hilfreich ist, beziehungsweise in dem Fall sogar unangebracht sein kann. Wie man die bearbeitet, das schauen wir uns später nochmal an. Daneben gibt es aber ein anderes großes Problem. Big Assumptions sind sehr wichtig für uns, da sie Ordnung schaffen. Wir wissen, was gut ist, wir wissen, was nicht gut ist, wir wissen, was richtig ist und wir wissen, was falsch ist. Versuchen wir also unsere Big Assumption zu hinterfragen, was wir später tun werden, dann hinterfragen wir unser Bild der Welt, zumindest diesen spezifischen Ausschnitt, unsere ganz persönliche kleine Weltordnung. Und das ist verständlicherweise für viele Menschen eher problematisch und erzeugt Widerstand. Wir fangen uns also an, dagegen zu wehren, eine andere Perspektive zu bekommen, was tendenziell eher schlecht ist und Sie ahnen es, das machen wir oft unbewusst. Ziel ist es jetzt, die Big Assumption ins Bewusstsein hochzuziehen. Und wenn Sie das schaffen, dann ist das eher wie so ein sehr scheues Tier. Sie versucht sich wieder zu verstecken und versucht ihnen zu entrinnen. Die zu fassen ist sehr schwer. Und wenn Sie sie fassen, dann ist es unangenehm. Man will das nicht.
Und die Frage ist, die durchaus berechtigte Frage ist, müssen Sie das überhaupt? Vielleicht nicht. Darüber haben wir in einem anderen Video schon gesprochen. Sie müssen sich nicht verändern. Aber in dem Fall des Vertrieblers oben sollten Sie meiner Meinung nach sich verändern. Und vielleicht gibt es bei all dem Unangenehmen ja auch was Positives. Sobald Sie sich unwohl fühlen, wissen Sie, Sie sind etwas sehr Interessantem auf der Spur. Und wie genau wir der Spur folgen, das schauen wir uns in der Immunity to Change Map dann später an.